Hallo, hallo. Schaut mal, ich habe da so eine Box gewerkelt. So ist sie geworden. Kann man dann die Schrift so sehen. Ja, und auch der Deckel ist so ein bisschen 3D aufgebaut, ne? Ja, und so sieht der Boden aus. Und dann ist sie so tief. Deckel. Ja, habe mit den Sechseck-Elementen gearbeitet. Da kommt noch einer hinein, ne? Liegt noch, ja, das. Und dann, ja. Ja, sitzt super. Voll hübsch. Die Idee dazu habe ich da auf dem Kanal Paulinchen gefunden. Ich glaube, ähnliches hat auch Heidi F. gemacht, ne? Die gleiche Anleitung, ich meine diese. Und ich habe es auch abgewandelt nach meinen Papieren und nach meinen Wünschen, also wie ich das gerade geplant habe und umgesetzt dann, ne? Dass es auch passt. Und diese Schablonen habe ich dafür genutzt, sind aus Action. Hatte ich mal mir so klein geschnitten, die Verpackung, und so sehen die aus. Die habe ich dann hier für genutzt, ne? Wie ich sie gemacht habe, zeige ich euch. So, also ich habe das schon soweit alles, nicht alles, Teil vorbereitet, weil da ist ja, die Anleitung gibt es ja auf den Kanälen, die ich gesagt habe, ne? Viel ist da auch nicht. Ich habe nur geändert, einiges. Ja, muss nicht, das kann man, aber ja. Okay, wie gesagt, die Maße hängen ja ab von der Schablone, ne? Die hängen ab von der Schablone, wie groß die ist. Meine macht Seitenlänge 5 cm, ne? Jede Seite, ausgestanzte, ist 5 cm, und daraus kommt dann die ganze Rechnung, ne? Ausrechnung. Genau. Und weil das dann an das Teil dran kommt, rechnet man das so aus, und das muss ja auch passen dann. Ja, und so habe ich mir jetzt 4 von denen ausgestanzt, solche Böden und Deckel Teile, weil das wird ja noch beklebt, und ja, 4 Stück. So, ich habe ein weißes Papier hier aus dem Block rausgeholt, 30 x 30, beziehungsweise 30,5 x 30,5. Und deswegen habe ich da so eine halben Zentimeter Klebelasche. Naja, ist etwas knapp. Und deswegen dachte ich, ja, ich kann es dann, wenn dann auch noch mit Tesafilm drüber gehen. Da drinnen kann ich ja zeigen, da ist die Linie noch. Da wollte ich noch drüber kleben einfach.
aber so es hält. Ich habe mit starkem Klebeband doppelseitigen geklebt. Soweit alles okay. Ne? Das da. Also die Maße. Ja, so ein Bogen 30,5, 30,5 reicht aus. Und dann sage ich mal ein bisschen was noch durch. So, das ist dann die Außenseite schon jetzt. Habe ich sie schon beklebt mit Designpapier. Und hier habe ich noch einen Streifen von innen reingeklebt. 3,5 cm und auch die Länge 30,5. Ne? Gefalzt gleich. Und deswegen werde ich da mal durchsagen, so von da, weil das überschlägt sich ja da, von da bis hier sind es dann 17 cm, wird bei einem Zentimeter von beiden Seiten gefalzt. Und dann in der Richtung dann, würde ich sagen, dann eben egal, 5, 10, 15, 20, 25, 30, ne? Und hat man die Lasche. Und dann diese Teile als für den Boden habe ich dann so eingeschnitten, auch beklebt, ne? Und dann hat man so diese Eckchen eingeschrägt. So, und das ist dann die Grundbox selber. Und hier auch dann eben, ich habe dann das schmale, ganz schmale Band drauf gemacht. Und das ist dann jetzt die Halterung, die Erhöhung von innen für den Deckel, dass der Deckel auch sitzt, weil normalerweise, wenn er drüber soll, dann müsste er größer noch gemacht werden, aber habe ich dann die Version gewählt. Ja, und da kann es jetzt festgeklebt werden. Wie gesagt, das wird, fangen wir damit an, einfach so reingeklebt. Ne? Ja, nochmal zum Designpapier. Das habe ich genutzt. Das sind so Bögen mit großer Schrift drauf. Und ne, so eins. Das habe ich jetzt für die Box genutzt. Und passte gut. Es sind ja 15 x 15 und das auch. Dann habe ich jetzt die zweite, dieses gewählt. Ne? Und dann weiter kommt das da. Und dann war noch so ein dunkles. Das habe ich dann hierfür gewählt. Ne? Ja, das dazu. Und diese Glitzerpapiere, da habe ich so einen Streifen mittig reingesetzt und hier noch, das sind aus dem Block. Ja, eben so eine Variante, würde ich sagen, das passt auch. Wird auch noch zugeschnitten. So, also ich kann ja auch das noch durchsagen, das ist auch 3,5 mal 30,5, ne? Das ist ein Teil vom Deckel dann und bei einem Zentimeter dann gefalzt und auch so, ne, alles eingeeckt, eingeschrägt, ne, die Ecken. So, und dann kleine halben Zentimeter Klebelasche. Das wird für den Deckel sein. Und Designpapier wurde dann 1 Millimeter weniger gemacht, weil da gibt es ja diese Ecken und das reicht aus. Dann habe ich ja schon die Kleberstreifen drauf und da kann ich das dann starten.
mit dem Sechseck und dann auflegen. Ne? So, dann kommt das, klebt man einfach ordentlich da rein, dass es gut sich legt. Ne? Soll ja stimmen dann. Und dann kann ich das umknicken. Klappt weiter um. Ist dann wichtig, akkurat arbeiten, dass das gut sich setzt. Und so weiter. Ne? Hat man wieder nach und nach die Box. Ich bin so begeistert von der Box, ne? Selber echt glücklich, dass es so geworden ist. Danke an der Stelle für die Anleitungen, die Inspirierung, ne? Boah, es ist so schön, dass manchmal da traut man sich nicht ran, aber wenn man sich dann ran macht, ne? Und dann guck, auch schön. Und diese großen Papiere, da ist man immer, ne, unsicher, was mache ich damit? Wo passt das denn hin? Ne? Und so, es kommt zur Geltung, doch. Voll begeistert. So, und dann kommt auch das noch. Obwohl, das hält auch eigentlich gut. Ja, dann habe ich auch die Box fertig. Soweit. Und wie gesagt, ne, das von innen ist noch ein Streifen hier eingeklebt und dass der Deckel sich so einbettet, so hinein, ist das da die gleiche Höhe dann. Es muss nicht, der Deckel ist nicht breiter da. Und hier da diese 1 cm Faltung, Falzlinie, ne, hatte ich gezogen. Es war ein Fehler. Hab's gelassen und dann dachte ich, naja, dann ist es das. Für die goldene Bordüre, ne? So eine Goldbordüre. Dann habe ich es auch so nochmal jetzt auch weitergemacht. Muss nicht, ne? Aber habe ich da für mich so entdeckt, dass es auch schön ist. Ja, auch cool, ne? Da sieht man, die Schrift ist lesbar. Und so hat man diese Papiere, sind echt, dann kommen gut zur Geltung, ne? Die großen, das ist ja echt da immer so ein Problem, was man damit macht. Und ja, die Idee. Weiter, der Deckel ist das gleiche, ne? Und so ein Boden wird auch noch hineingeklebt, da hinein. Ja, leicht ist es nicht, aber es muss sein, ne? Lege ich dann, könnte man auch ohne reinkleben, dann einfach reinlegen, ne? Geht auch, das hält ja eh. So, und das, dafür sind es dann auch hier Stanzteile, ne? Und dann mache ich es einfach so im Sinn, habe es jetzt reinbekommen und dann kommt der Deckel. Ich setze es nicht so sehr an die Falzlinie ran. Ja, finde ich. Man soll nicht, dass das dieser Kleber nicht rausguckt dann eventuell. Ne?
Genau. So. Und dann wird es auch schön akkurat, dass es passt, angesetzt, ne? Und dann hier. Das nächste. Ich schaue lieber von außen, dass ich da Ecken gut setze. Ne? Die müssen ja richtig sitzen, da wo sie hingehören. Und das letzte Teil auch noch. Genau. Ja, und dann kommt und wird geklebt. So, und dann haben wir auch diesen Deckel soweit fertig. Aber ja doch, es klappt mit dem Deckel. Ja. So, also dann möchte ich mal hier diese Ausstanzungen kommen jetzt zum Einsatz. So, da hatte ich also einen Rahmen ausgestanzt und das Innenteil auch noch aus dem da. Und dann habe ich den genommen, das und das nächste. Das sind dann eben 1, 2 und dann ist das noch 2. Diese, ne? Das kommt noch dann. Da so viel misst ich ab, schneide ich weg wegen der Schablone. So. Kommt dann und da wird jetzt mal schauen 4 mm Streifen. Ja, ich glaube ja, 4 mm und nochmal 4 mm. Ist diese Bordüre, ne? Hier diese da. So. Okay. Ach ja, ich muss noch durchschneiden. Und ich hoffe, es sind gleich geworden, weil es ist so. Da wird auch knapp geschnitten, 4,9 eben. Das ist dann so, das werde ich jetzt ausstanzen. Und Designpapier noch ein Stückchen. Ne? Ja, und das Stückchen wird noch. So, also habe sie alle ausgestanzt. Die 2 Teile, ne, kommen ja so raus aus der Schablone. Und dann habe ich noch diese Aufleger 2 noch gemacht. Und das wird dann alles übereinander so gestapelt in 3D. So, jetzt erstmal klebe ich diese schmale Teile auf. Mache ich auch so ein Flüssigkleber, so ein ganz wenig und dann kommt das da hin.
Da muss ich immer schön ausrichten, weil das soll hier sitzen, ne? Und das weiter. So, also habe hier auch da dieses Teil reingeklebt. Knapp reingepasst, weil ja, es ist so. Kommt drauf an, wie man die Teile da so reingeklebt kriegt. Aber ja, ist jetzt auch schön. Und dann hier drin habe ich es ja schon. Das da. Also, dann kommt jetzt 3D. Und dafür nehme ich eben einfach das Klebeband. Ich gucke dann, wie es passt. Und mache es doppelt. So. Klebe es zusammen, dass es dicker ist. Und noch ein gleiches Stück. Und das auch noch. Ja, dann ist es dann stärker, höher, ne? Und man nimmt ein dickeres Schaumklebeband. Ne? So, dann ist es wird hier reingeklebt. So, dann klebe ich es einfach so ordentlich rein. Und das hat dann so Luft, ne? Und dann sieht schön aus. So, weiter kommt auch das Teil noch. Das werde ich auch dann behaben, aufkleben. Hier drauf. Ich könnte es auch so legen, aber ich möchte es so alles einer Richtung so. Ja, und das ist auch der, so ist auch der Deckel noch soweit dekoriert. So, dann kommt der Deckel drauf. Wie gesagt, jetzt sehr knapp, aber ist auch immer gut mal, ne, dass er schön sitzt. So, also, so sieht die Box jetzt aus. Im Vergleich, ja, auch schön, ne? Die Variante und die Variante. Eben. So. So, das war's dann. Danke fürs Zuschauen. Bis demnächst. Tschüssi.